Eine ganz normale Nacht. Ich machte einen kleinen Spaziergang, wurde aber von einem Gewitter überrascht. Nie hätte ich geahnt, was nun mit mir passieren würde. We all lost everything. Everything but our stories. And they shouldn't be forgotten. I was 3. It was April of 1983. Cecil, it was 1870 for you. Sam and Vera, you tell it like it was yesterday, but it's been 62 years since you saw that blast of light. Light. That's where all of our news stories began. It streaked across the sky, mesmerizing, but unnerving. Even in daylight, Joseph, you said it was gloriously bright. But in the twilight, it was spellbinding. Whether it was in the deep woods like Cecil or right outside town like Jane and Jenny, we were drawn to see more. Vera, you said you recall smiling. Some of you were alone. I wasn't. None of us understood. But, well, we followed. And we all felt some kind of trepidation, and yet attraction. So we approached it, and it approached us. You all remember, there was no turning away. It advanced, almost like purposefully spinning slowly until, well, it found us, each of us. We should tell these stories because it saved us and kept us. Unzählige Fragen schossen mir durch den Kopf. Was ist passiert? Wo bin ich? Was war dieses leuchtende Objekt? Doch die wichtigste Frage war, wie komme ich wieder zurück? Als ich das erste Mal aus der Höhle rausgekommen bin, war ich überwältigt von der Landschaft. Sie war atemberaubend. Niemals zuvor hatte ich solche Felsen gesehen. Doch scheinbar war ich nicht allein. Hello, bonjour, ciao, hola, hello, shora, ni hao. Welcome to Hunrad. My name is Joseph. I am the mayor here. You are most probably a bit confused and disoriented. But let me reassure you, everything will be fine. You're not the first to go through this experience. The others who have come before you will help you adjust.
Follow the trail to the house with the white picket fence. Farley will meet you there and introduce you to your new life here. Was für eine merkwürdige Apparatur. Eine Projektion, die sich mir in englischer Sprache als Bürgermeister Joseph vorstellte und mich in Hunrad willkommen hieß. Er sagte, dass ich nicht der Erste sei und dass bereits andere diese Art Erfahrung gemacht hätten. Ich solle einfach dem Pfad folgen und würde so auf Farley treffen. Sie würde mir mehr über mein neues Leben erzählen, was immer das auch bedeutete. Das Merkwürdigste daran war, dass ich alles verstand, obwohl ich niemals zuvor Englisch gelernt hatte. Ob das an diesem Ort lag? Bei Farleys Haus fand ich einen Brief, in dem stand: An Caroline, oder wer sonst zurückkommen wird. Schon 5 Tage sind vergangen und es ist noch niemand zurückgekehrt. Ich stelle mich allmählich darauf ein, dass es nicht gut gelaufen ist. Überraschenderweise bin ich aber nach wie vor am Leben, was mich extrem verblüfft und mir tief im Innern sogar einen Funken Hoffnung gibt. Ich habe mich in den Keller zurückgezogen. Dort bin ich geschützt und kann über meine Möglichkeiten nachdenken. CW. Ich verstand nicht, was das alles zu bedeuten hatte. Trotzdem hatte ich sofort das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Vielleicht würde mir dieser CW ein paar Antworten geben. Hi, I'm Farley. I guess if you're seeing this, then I wasn't able. Just in case. Welcome. But it's probably not safe here. To be blunt, we're getting ready for a battle. I don't know what you'll find. I just thought I should. Just be cautious with who you trust. CW may be here. I don't know. Just be careful. I've got to go. See you soon. And don't panic. As jarring as this experience is, you really will find Hunter out to be a decent price. Am Haus fand ich einen Zettel, auf dem stand: Warnung! Nähert euch keinem Gerät, das auch nur im entferntesten diesem Diagramm ähnelt, solange es nicht deaktiviert wurde. Alles sah verlassen aus, und das Haus war verschlossen. Die Projektion von Farley gab mir zu denken. Ihre ursprüngliche Nachricht hätte mich beruhigen und mir sagen sollen, dass sie nicht da wäre. Doch sie hatte eine neue Nachricht aufgenommen und gesagt, dass es hier nicht sicher sei. Sie spricht von einem Kampf und dass ich vorsichtig sein soll, wem ich vertraue. Aber sie erwähnt CW. Ich frage mich, ob er hier irgendwo ist. Ich erinnere mich noch genau an die ersten Wesen, die ich in Hunrad gesehen habe. Sie konnten fliegen und sahen wie Riesenwespen aus. Doch sie schienen friedlicher Natur zu sein. Vielleicht beachteten sie mich nicht einmal. Ich fand so etwas wie eine kleine Stadt. Sie sah aus wie im Wilden Westen, so wie man es aus Filmen kannte. Doch genauso verlassen wie Farleys Haus. Ich hörte sogar den pfeifenden Wind der Einsamkeit.
have a healthy, thriving community here, as you can see. Our garden was planted years ago and has supplied plenty of food for many generations. The buildings around town serve multiple purposes, including housing, schooling, and storage. I'm sure you have run across a number of folks already. Many were brought here, like you, and some actually were born here. We all feel we are part of the whole. Wieder sah ich Josef, der über die Gemeinschaft sprach. Der Garten soll bereits viele Generationen mit Essen versorgt haben. Er erwähnte auch die Gebäude, die verschiedene Funktionen wie Unterkunft, Schule und Lager innehatten. Bisher war ich noch niemandem begegnet und es fiel mir schwer zu glauben, dass hier sogar Menschen geboren worden sein sollten. So langsam wollte ich ein paar Antworten. This is the tree. It has been here in Hunrad for as long as anyone can remember. Its health is intimately tied to everything in our little greenhouse, our cell we live in, our ecosystem. It has provided many surprises over the years, including some interesting seeds that you will learn more about. Many have postulated, yet we really know very little about its origins. But we do know it should be cherished and protected. Josef über den Baum sprechen zu hören, gab mir noch keine Vorstellung davon, wie wichtig er für mich werden würde. Ich erfuhr, dass er von Anfang an da war und dass er mit allem verbunden und alles von ihm abhängig war. Zum ersten Mal hörte ich dann von den Samen. Waren sie es, die mich hierher gebracht hatten? Als ich den Garten fand, sank all mein Mut. Um diesen hatte sich schon lange niemand mehr gekümmert. Alles war vertrocknet und abgestorben. Gab es wirklich niemanden mehr? Part of our ecosystem here is our supply of water. It is supplied as a natural process of the system itself, and we don't really understand how, although the entire system is very closely tied together. The fact that one of the most important necessities of life has been provided to us has led many to believe that this place has a purpose. Others attribute a complex natural process which we one day hope to understand. Either way, we are glad to have all the water we need.
Ich fand noch eine weitere letzte Projektion von Josef. Er sprach über das Wasser, das es hier gab und dass niemand genau wusste, woher es kam. Es gab jedoch verschiedene Theorien, die für mich allerdings weniger von Bedeutung waren. Mir war nur wichtig, dass ich zumindest nicht an Wassermangel sterben würde. Vor den beiden Lasern hatte ich zuerst großen Respekt. Ich weiß noch, dass es einen roten und einen blauen gab. Keinen von beiden wollte ich auf irgendeine Weise berühren. Vielleicht waren sie ja schädlich. Plötzlich fand ich eine besonders aussehende Tür. Die wollte ich mir auf jeden Fall genauer ansehen. Lasted long. You should have been. I thought you'd all been. The devil are you? Good Lord, Nimlin. Now? It's a bad time to be arriving here. You should have listened to me. But I'm going home. Maybe it's good timing for you. You might spend a lot less time in this prison than the rest of us has. Alrighty, maybe it's good timing for me. No more waiting around. I guess I could do it all on my own if I had to, but, well, could speed things up a bit with your help. First off, you should know that this whole place has been battened down for that old Carfin Mofang battle. We gotta get everything unbattened. And I got me a bit of power here, but I'm gonna need it all. If you can concern yourself with that, get all the power lines on it, I'll be working on my devices. Now, let's get the hell out of this place. Ich hatte also wirklich jemanden gefunden. War es CB? Ich wusste es nicht. Es war mir auch egal. Wichtig war nur, ich war nicht allein und es gab einen Weg hier raus. Ich sollte nur den Strom wieder anmachen, während er sich um irgendwelche Geräte kümmerte. Hätte ich nur da schon etwas besser zugehört und mir mehr Gedanken über den Mofang-Kampf gemacht. Aber vergessen war all das. Ich war motiviert und voller Hoffnung, bald nach Hause zu kommen.
Dann geschah etwas sehr Merkwürdiges. Ich folgte einem Weg und kam an eine Art Rand. Der normale Felsen hörte auf und dahinter waren wie hinter einer wabernden Wand mir unbekannte Felsen zu sehen. Doch ich konnte sie mir nicht genauer anschauen, denn als ich die Wand berührte, war absolut kein Durchkommen. Hatte er das mit Gefängnis gemeint? Ich folgte also den Weg wieder zurück und fand eine Stelle mit einem mechanischen Schleusentor. Es sah so aus, als hätte sie jemand gebaut, um das Wasser umzulenken und den natürlichen Wasserfall zu stauen. Ich schaute mich weiter um und sah, dass es auf der anderen Seite vom Felsen noch weiterging. Es musste also eine Möglichkeit geben, an diesem komischen Drehapparat vorbeizukommen. Dann kam mir eine Idee. Durch die Aktivierung des natürlichen Wasserfalls kam der Fluss wieder in Bewegung. Dadurch war die Strömung wieder stark und hoch genug, um gegen die Metallbleche des Drehapparats zu drücken. Alles, was ich nun tun musste, war das rechte Blech wieder runterzuhebeln, sodass es ins Wasser reichte. Wenn ich nicht absolut falsch lag, sollte der Hebel nun eine Reaktion hervorrufen. Die andere Seite von Honat sah sehr idyllisch und angenehm aus. Ich fand viele Hinweise darauf, dass man sich hier früher aufgehalten und entspannt hatte. Sollte ich wieder erwarten, doch länger hier bleiben müssen, würde ich es mir auf jeden Fall am Fluss gemütlich machen. Es gab einige Dinge in Hunra, die ich noch nie gesehen hatte. Dazu gehörte eine riesengroße Steinkugel, die von einer Konstruktion umgeben war. Durch diese schien es möglich zu sein, die Kugel zu drehen. Doch warum sollte man das wollen? Was war überhaupt der Sinn dieser Konstruktion?
In der Nähe sah ich eine Art Zughof und einen umzäunten Schrottplatz. Ich begann mich zum ersten Mal zu fragen, wie das alles hierher gekommen ist. Je mehr ich von der Gegend zu sehen bekam, desto stärker wurde mein Gefühl, dass hier alles sozusagen zusammengepuzzelt wurde. Aber warum? Und durch wen? Immer mehr Fragen taten sich auf. Ich fand auch eine Tankstelle. Allerdings stammte diese scheinbar aus einer längst vergangenen Zeit. Die Zapfsäulen hatten noch eine Kurbel und mussten manuell bedient werden. Leider war auch hier alles verschlossen. Aber durch die Fenster konnte ich ins Innere schauen und was ich da zu sehen bekam, war fast schon unglaublich. Dann sah ich eine alte Telefonzelle und im Innern war ein altes Telefon mit Original-Drehscheibe. So etwas kennt man heute gar nicht mehr. Doch bereits damals gab es das T9-System, womit jeder Zahl 3 bestimmte Buchstaben zugeordnet wurden. Nachdem ich mich lang genug umgesehen hatte, ging ich zurück zum Stromkabel und folgte ihm. Es führte mich direkt zu einer verrosteten Diesellok. Es war sehr schlau, diese als Stromquelle zu nutzen, da durch die Tankstelle ja entsprechendes Diesel zur Verfügung stand. Alles, was ich nun tun musste, war erstmal den Bedienhebel auf On zu stellen und das Einfüllventil zu öffnen. Nun konnte die Lok mit Diesel betankt werden. Als nächstes ging es direkt zurück zur Tanke. Dort benutzte ich Onkel Kobel, um der Zapfsäule ein wenig von ihrem Diesel zu entlocken. Kurz darauf hörte ich bereits, dass ich erfolgreich war. Die Lok hatte nun genug Diesel, um Strom zu erzeugen. Fehlte nur noch, sie anzuschalten. Zurück bei der Lok schaute ich noch kurz auf die Tankanzeige. Als ich sicher war, dass genug Diesel drin war, nahm ich mir die Zündung vor. Soweit ich mich erinnerte, musste ich zuerst den Hebel nach links ziehen, um die Zündung vorzubereiten, und dann nach rechts, um die Zündung durchzuführen. Ich hatte es geschafft. Der Strom lief. War es nun schon Zeit, wieder nach Hause zurückzukehren? Well, power's on. Did you come back for a medal? Sorry, I don't mean to neglect my manners. My name is
to you already. It serves us both for you to get through the wall of this place. And I locked up the wall with that MOFAG device. That red beam up yonder. Gotta make this work and get home. Scarlet. Scarlet was 7. Lord. I wonder. That red beam. Scheinbar würde mein Aufenthalt hier nur doch etwas länger dauern. Aber zumindest wusste ich jetzt etwas mehr. Laut CW war der rote Laser dafür verantwortlich, dass man nicht durch die Wände kam. Ich musste ihn also ausschalten. Da ich vorhin allerdings das Wasser umgeleitet hatte, funktionierte nun der Wasserfall für den Aufzug nicht mehr. Die Frage war also, wie konnte ich den Laser ausschalten? Hallo, hier ist wieder Opa aus dem Schnitt. Na, habt ihr mich schon vermisst? Was? Wer hat da Nein gesagt? Da komme ich aber sofort mit dem Latschen. Naja, egal. Auf jeden Fall habt ihr schon gedacht, es vorbei war? Naja, fast. Ein bisschen was habe ich da noch gefunden. Wusstet ihr eigentlich, dass man dem alten Cecil ganz schön auf den Pinsel gehen kann? Nein? Na dann schaut mal. Perhaps I weren't as clear as I needed to be. You get that Carfin power turned on while I work on my part here. I ain't gonna... Na, da geht aber noch was. You think this is some kind of crazy game? Go turn on the power, or I'll do it myself. Hahaha, der alte Ziesel. Naja, einen habe ich noch. If you ain't planning to be useful, at least be so kind as to keep from wasting my time. Na gut, das muss jetzt erstmal reichen. Vielleicht finde ich ja beim nächsten Mal mehr. Aber bevor ihr jetzt abhaut, sagt doch mal, was haltet ihr eigentlich von diesem Ziesel? Das fände ich mal voll spannend zu erfahren. Na gut, ich bin für heute raus. Also, bis die Tage. Tschö.